magischer Abend war das. So nervös war ich selten bis nie vor einem Auftritt. Jedoch, als das Ganze angefangen hat, war irgendwie der ganze Stress weg. Man kommt irgendwie auf die Bühne, man sieht so viele begeisterte, spannende, inspirierende Gesichter. Man weiß einfach, heute haben wir was wirklich Großes zum Abschluss gebracht. Mein Name ist Ivan Trenev. Ich bin Moritz Weiß und gemeinsam haben wir das Styrian Klezmer Orchestra im Frühjahr 2021 gegründet. Und in den letzten 2 Jahren ist dermaßen viel passiert bis zu unserem Release-Konzert hier im Orpheum Graz. Was hier passiert ist, das erzählen wir euch in diesem Video. Im Juni 2021 haben wir einfach angefangen, mit unterschiedlichen Musikern und Musikerinnen gemeinsam zu musizieren. Wir hatten da sogenannte Session-Proben, also eine Session, einfach drauf losspielen, aber auch eine Probe, wo man ein bisschen mehr ins Detail geschaut hat. Und das nächste Mal haben diese Musiker und Musikerinnen auch wieder Personen mitgenommen. Und wir waren dann schnell einmal eine Gruppe von über 20 Personen. Mehr als 20 Personen mit unterschiedlichsten musikalischen Hintergründen haben ihren Weg zu uns gefunden und haben mit sich einfach neue Ansichten mitgebracht und gemeinsam mit uns natürlich eine musikalische Welt neu gestaltet. Im Oktober 2021 sind wir ins Studio gegangen. Wir wollten einfach die unterschiedlichen Facetten des Orchesters ausarbeiten. Wir haben uns gedacht, wir gehen hin, wir schauen, was passiert. Nur, da wurden unsere Erwartungen total übertroffen. So sehr, dass wir uns gedacht haben, das wird ziemlich sicher eine Albumproduktion werden. Ein Album mit Liedern aus Mazedonien, aus Serbien, Roma-Lieder, Gänse aus Rumänien, aus der Ukraine und natürlich Klezmer. Und das alles zusammen ist eben Klezmer und More. So eine große Besetzung, ein Orchester, verfügt über eine riesige Vielfalt an Farben, sowohl klanglich als auch stilistisch. Und genau diese Diversität hat uns zwei dazu motiviert, diese Klänge in eigene Schwerpunkte zusammenzufassen. Und einer dieser Schwerpunkte spielt sich genau hier ab, nämlich auf der Straße, unser Street-Schwerpunkt. Auf der Straße, da kommen Leute zusammen, es ist energetisch, es passiert Spontanität. Und genau das haben wir gemacht. Im Sommer 2022 sind wir mit unseren ganzen Bläsern, Saxophon, Trompete, Posaune, Tuba, Klarinette raus auf die Straße, haben an unterschiedlichen Plätzen in Österreich und Deutschland gespielt und es war einfach fantastisch. Aber was haben die Leute dann überhaupt darauf gesagt und wie haben sie reagiert? Es hat mich einfach reingezogen. Dieser Ton, dieser Rhythmus, ich weiß nicht, ich habe das mitbekommen einfach. Ich habe gedacht, ich muss dort sein, nicht da sein. Ja, laut und wild und lebendig und ausdrucksstark. So. Bestimmt. Ja, Farbe. Ja, ja, genau. Es ist laut und treibend und da fange ich an zu tanzen, deswegen bleibe ich stehen. Blasmusik aus Mazedonien, aus Serbien, Aus der Ukraine, aus Bulgarien. Ein echter Publikumsmagnet. Ein ganz anderes Temperament bringt unsere kammermusikalische Besetzung fürs Orchester, der Chamber-Schwerpunkt. Hier geht es im Gegensatz zu den Bläsern um unsere Streicher und Streicherinnen. Es geht da um einen sanften Klang. Es wird zart, es wird warm. Ein echter orchestraler Klangteppich. Da
entfaltet sich die klangliche Vielfältigkeit weiter. Da wird fein kammermusikalisch zusammengespielt. Und wenn es wirklich drauf ankommt, dann entsteht auch in dieser Besetzung so eine richtig erdige, verwurzelte Energie. Es gibt so viel wunderbare Musik, die man mit diesem Format umsetzen kann. Zum Beispiel eine Komposition von David Orlowski, Kra. Aber so richtig interessant und spannend wird es dann, wenn man anfängt, ganz maßgeschneidert zu arrangieren oder zu komponieren, wie das eben mein Kollege Ivan Drenev gemacht hat. Meine Komposition Romaneszenz ist ein ganz persönliches Stück eigentlich. Schon als Kind war ich fasziniert, man kann auch sagen verliebt in die rumänische Musik. Und das hat sich eben so entwickelt, dass ich mir das immer wieder vorgestellt habe, wie wäre es, wenn ich Rumänien mal besuchen würde. Ich habe mir quasi eine Vorstellung vom Land gebildet in meinem Kopf, obwohl ich nie bis heute das Land besucht habe. Jedoch habe ich eine Erinnerung, eine Reminiszenz an Rumänien komponiert. Eine Romaneszenz. Wir haben so viel Spaß gehabt. Echt? Das Dran, das Lachen. Chaos. Chaos. Hast du Spaß gehabt? Chaos. Alles war lustig. Und warum? Weil wir so viel getrunken haben. Ich weiß nicht, ob es Wasser deswegen lustig getrunken, oder? Nur Wasser und Apfelsaft, oder? Haben wir nur Wasser und Apfelsaft Natürlich. In unserem Vocal-Schwerpunkt bekommt unsere Musik nämlich eine neue Dimension, Gesang und Sprache. Nämlich mit unseren bezaubernden Sängerinnen Isabel Frey und Clara Mondocchio. Denn Musik ist Sprache, Sprache ist Musik. Es ist ein sehr einfaches Konstrukt, was eigentlich sehr viel über die Vielfältigkeit der Musik aussagt. Aber nicht nur das, sondern auch als Basis für unser Musizieren dient. Ne? Und wenn man diesen Vergleich als grundsätzliche Basis nimmt, dann wird einiges leichter. Da werden sämtliche Begrenzungen und klare Linien und so weiter und so fort einfach aufgelöst. Denn jeder kann eine neue Sprache lernen. Man muss es nur wollen. Besucht hab ich meine Schwester in Berlin. Sie will, ich soll auf Baby dort dahin. Ihr Mann ist jetzt gestorben. Wahnsinnig viel ist passiert in den letzten 2 Jahren. Es sind nicht schöne Momente, sehr intensive Momente. Ja, sehr inspirierende Momente und auf der anderen Seite sehr herausfordernde Momente. Aber das hat sich alles gelohnt, denn unser Album ist hier. Unser Album, aber vor allem das Styrian Klezmer Orchestra, das als großer, ganzer Klangkörper auftreten kann, aber sich auch in die Einzelteile zerlegen kann. In die Chamber-Besetzung oder in die Street-Besetzung. Oder mit einer Sängerin oder einem Sänger auftreten kann. Aber das Wichtigste, nie das große Ganze aus den Augen verliert. Der
bigger picture. Jetzt fühl ich sich ja heimisch. Also sich schleppen Goles, ist wie Goles nur verkehrt. Aber weil ich bin daheim.